sound of growing up is the sound of intoxication. Run, 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 it will follow. That has begun. Lean on me and rest for a while. I sing to you my bittersweet lullaby. La 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 has begun, has begun. La 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 has begun, has begun. My boy, come on up from the land. I'm sorry, my boy, no one told you it would burn like this. This is the sound of Captain Uppers, the sound of total deception. This is the sound of Captain Uppers, the sound of total deception. Run, 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 it will flow. That has begun. Lean on me and rest for a while. I sing to you the bittersweet lullaby. La 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 has begun, has begun. La 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 has begun, has begun. The candy floss is out, the clown was kicked back his own crowd. Then you lie and cheat, someone from me, I swear there's romance. Love could burn like 1,000 men. Then run, 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 it will fall. That has begun. Lean on me and rest for a while. I sing to you the bittersweet lullaby. La 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 has begun, has begun. La 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 has begun, has begun. Wow! Oh. Das ist fantastisch! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute sind wir bei der fantastischen Sängerin von Corleines, Silvia Becker. Silvia, kannst du dich einmal bitte vorstellen für die Leute? Ja, hallo meine Lieben, ich bin Silvia Becker, ich bin 43 Jahre, ich bin Sängerin hier in einer Oldenburger Rockband. Wir sind 5 Mann, wir haben 2 Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang. Wir machen unsere eigene Musik, das ist ein bisschen Crossover, nenne ich das jetzt mal. Wir kommen als Menschen aus verschiedenen Musikstilen. Ich bin zum Beispiel aus dem Pop, unser Schlagzeuger Bubu ist Punkrocker, Eike ist Rock- und Punkrocker, Sebi, unser Gitarrist, Genau. ist Metaller der ersten Stunde. Benny schlägt auch manchmal Bluestöne an, unser Gitarrist. Daher entsteht ein interessanter Mix und ja, daran arbeiten wir zurzeit. Das ist ja cool. Und wie habt ihr euch so zusammengefunden? Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Auf dem Dorf ist das mehr so Hörensagen. Das hat man gar nicht öffentlich gemacht. Ich bin hierher gezogen und war sehr einsam und mir ging es auch nicht gut. Ich wollte irgendwie Musik machen, wollte unter Leute und dann hatte mein Mann einen Arbeitskollegen, mit dem sich einfach unterhalten und der sagte, dass er in einer Band spielt und da hat mein Mann eigentlich den Kontakt hergestellt, gesagt, Mensch, meine Frau singt, darf die nicht mal zu euch kommen? Und da bin ich einfach mal in eine Band mit eingestiegen, ohne große Zukunft, sage ich mal. Wow. Ich bin einfach mit reingegangen, habe da ein bisschen mitgemacht und dort innerhalb dieser Band habe ich mich dann mit einem Bassisten zusammengefunden, bei dem die Chemie gleich gestimmt hat. Das ist ja und wir cool. haben dann gleich gesagt, dass wir was Eigenes machen wollen.
toll. Ja. Und so ist das dann in so eine eigene Richtung gerutscht für mich persönlich. Wow. Habt ihr denn auch so ein Bandlogo? Ja, das haben wir und das ist auch sehr neu. Da wir das ja sieht cool gerade aus. als Band uns jetzt erst nach 2 Jahren so richtig fest formiert haben. Und zwar ist das hier unser Logo auf dem T-Shirt. Kannst du das sehen? Sehr schönes Design. Der Mensch, sag ich mal, der sich versucht, in der Zivilisation zurechtzufinden und doch manchmal sehr ratlos davor steht. Ja, Ich denke, da können wir alle was mit anfangen, wenn ich das auf so jeden sage. Fall. Also ich würde das auch selbst anziehen, Leute. Guckt mal. Das freut Wie cool. mich. Ah, ja. Ein bisschen verloren im Großstadtdschungel oder im Dorfdschungel, je nachdem, wo ihr seid. Ein bisschen verloren sind wir ja letztendlich alle. Und ja, das ist unser Logo. Kann man auch sowas kaufen oder vielleicht auch gewinnen? Das können wir auf jeden Fall arrangieren. Also wenn ihr Lust habt und ihr hinterlasst hier fleißig eure Kommentare, dann verlosen wir für euch ein schönes T-Shirt von Corleines. Genau. Da würden wir uns als Band auch riesig über euch freuen, wenn ihr das macht. Genau, Leute. Und hinterlasst euch uns einfach eure Größe. Und dann gibt es so ein schönes Corleines T-Shirt. Supportet die Band auf jeden Fall. Die ist sehr cool, wie wir auch schon gerade gehört haben. Woher kommt diese Leidenschaft für die Musik? Ist das schon von klein auf an so oder? Ja, ich komme aus einer musikalischen Familie. Wir sind mit 4 Kindern groß geworden und meine Eltern haben mit uns zu Hause gesungen. Mein Vater hat Schlagzeug gelernt und meine Mutter hat immer in 3 Chören gesungen und wir haben zu Hause, hat mein Bruder Gitarre gespielt und meine Schwester und ich haben dazu gesungen. Die Affen rasen durch den Wald, Bolle hat jüngst zu Pfingsten, kennt ihr das? Diese Kinderlieder und die haben wir zu Hause geschmettert und wenn wir die Weihnachtslieder gesungen haben, hat die Nachbarschaft die CDs und die Fernsehen ausgemacht und wir haben dann gehört, wie unsere Familie da im Chor geschmettert hat. Also das ist so ein bisschen angelegt bei uns und ich habe eigentlich immer zu Radio gesungen, zu Musik. Ich habe Songtexte rausgeschrieben, ich habe es im Fernsehen geguckt, ich habe getanzt, es hat mich immer interessiert. Aber dass ich mich selber hervorgewagt habe, etwas aus mir hervorzubringen, das ist ein längerer Prozess in meinem Leben gewesen, der mir auch nicht so leicht gefallen ist. Also war das dein genaues Ziel, Sängerin mal zu werden oder hattest du auch was anderes im Auge? Ja. Ich wollte, also wenn ich als Kind hat man ja oft instinktiv das Gefühl, dass man weiß, was für ein richtig ist. Ich wollte immer zum Theater, ich wollte zum Musical und zur Bühne, als ich jung war. Aber ich habe zu viele Ängste gehabt. Ich hatte überhaupt nicht das Selbstvertrauen, obwohl ich eigentlich die Anlage dazu hatte. Ja. Also bin ich nachher später in den sozialen Bereich gegangen, was mir aber auch Freude macht. Aber eigentlich wollte ich immer zur Bühne. Habe aber den Schritt nie rausgewagt. Habe aber in einem Jugendmusical damals, One Life Stand, das gibt es auch manchmal noch in den Medien vertreten, habe ich auch eine Rolle gespielt und von da ab wollte ich eigentlich den Sprung schaffen, ist mir aber nie gelungen. Aber da habe ich damals schon auch einen Songtext mal mit meiner Schwester gemeinsam verfasst. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte ich vielleicht. Eigene Texte schreiben. Wow, schreibt ihr auch mit der Band zusammen oder schreibst du die Texte? Ja, also wir schreiben auch mit der Band zusammen, in dem Sinne, dass unser Schlagzeuger Bubu auch eigene Texte mitbringt und schreibt. Oder dass jetzt jüngst unser Bassist Eike, sag ich mal, einen Refrain mitbringt und sagt, für mich hört sich das nach diesem I just want to be proud of myself. Ja. Dann sagt er mir das und dann überlege ich so ein bisschen zu der Aussage, wie ich das so ein bisschen verpacken kann vom Text her. Ja. Also mir wird manchmal ein Refrain präsentiert und ich schreibe dann die Textzeilen dazu, die Strophen und die Hook. Und für mich war das auch eine Entwicklung, wie ich Texte hervorgebracht habe. Als ich angefangen habe, mich zu trauen, Texte zu schreiben, bin ich manchmal morgens schon aufgewacht und habe den ganzen Text schon komplett gehabt. Eine wahre Das war Künstlerin. wie, als wenn es mir gegeben war. Es hat mich selber erschrocken. Das war am Anfang noch so, da war ich aber noch nicht hier in Oldenburg, da habe ich noch in Aachen gelebt und da habe ich schon manchmal auch die Melodie schon gehabt. Das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich kann sagen, das ist mit der ersten Platte, die wir hier gemacht haben, rausgegangen. Und jetzt ist das mittlerweile so, ich muss mich ein bisschen inspirieren. Wenn ich was im Fernsehen sehe oder ich spüre was in mir, was mich bedrückt, dann hole ich das aus mir raus. Aber am Anfang kam es mir wirklich von selbst. Das fand ich selber sehr interessant. Das ist echt unglaublich. Ja, Wow. und am Anfang habe ich auch gedacht, dass es mir schwerfallen würde, die Texte von anderen zu schreiben, weil es für mich so viel Bedeutung hatte, als ich selber geschrieben hatte. Aber es stimmte nicht. Als ich die Sachen von zum Beispiel Bubu, unserem Schlagzeuger, gesungen habe, fand ich sie genauso gut und sie waren genauso schön für mich, als ich ihnen, sag ich mal, ein Gesicht gegeben habe. Okay. Also ich bin einen längeren Prozess auch damit für mich persönlich gegangen. Ja, ich finde das echt
super, wie sich das so etabliert hat. Habt ihr denn auch so bestimmte Treffzeiten mit der Band, wo ihr probt, oder ist das Ja. manchmal so spontan? Ja, es ist unabdingbar, dass man sich regelmäßig trifft. Wir treffen uns immer freitags hier unten im Proberaum und proben 3 bis 3,5 Stunden zusammen, jede Woche. Und das ist auch wichtig, wenn man in diesen kreativen Prozess eintreten will. Man vergisst sonst zu viel, man weiß nicht, wo man anknüpfen muss. Ja. Wir wiederholen dann auch immer eine Zeit lang am Anfang unsere alten Stücke, damit wir uns da immer sicher fühlen, falls Auftritte möglicherweise mal kommen, Ja, was ja genau. für uns auf dem Dorf auch schwer ist. Aber, und dann versuchen wir immer eine Zeit lang an neueren Stücken zu arbeiten. Ja, wir versuchen regelmäßig in einem kreativen Prozess miteinander zu bleiben und an uns gegenseitig, sag ich mal, dran zu bleiben. Ja. Was für Auftritte, auf welchen Auftritten wart ihr denn schon mal? Wir haben noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Ja. Aber wir haben immer versucht zu spekulieren auf die Hafenfesttage hier in Heiligenhafen. Ja. Wir haben Barock am Kirchberg gespielt. Das ist ein kleiner Teil der Hafenfesttage mit einer Bühne, wo nur regionale Bands auftreten dürfen. Das war im Grunde die größte Bühne, die wir in dem Sinne hatten bisher. Das ist ja auch. Da haben wir 3-mal gespielt. Da haben wir angefangen, dass wir nachmittags um 3 gespielt haben vor 2 kleinen Jungs mit Luftballon. Oh. Aber die haben sich dann auch gefreut. Ja, das ist auch cool. Also vor 0 Leuten haben wir auch schon gespielt. Wir haben auch schon vor 20 Leuten gespielt. Wir versuchen uns so ein ganz klein bisschen hier zu etablieren mit kleinen Auftritten. Es ist noch in den kleinen Kindern, es ist in Kinderschuhen in dem Sinne. Genau. Aber wir arbeiten straight daran, irgendwie ein klein bisschen voranzukommen. Genau, mit Corona ist es ja aber auch gerade Ja. ziemlich schwierig. Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, wir konnten uns ja eine Zeit lang auch nicht treffen hier unten in dem Raum. Das war ja auch nicht erlaubt. Da haben Bubu und ich, unser Schlagzeuger und ich, wir haben uns dann auch mal zu zweit getroffen und haben auch versucht, unsere Stücke, die wir mit der Band erarbeitet haben, sag ich mal, unplugged ein bisschen zu spielen. Oh, ja. Falls man auch mal diese Möglichkeit hat, dass man unplugged mal nachgefragt Genau. wird, dass man das auch mal so performen kann und haben ein bisschen, sag ich mal, gecovert, was uns so selber erfreut hat und haben so die Zeit auch ein klein bisschen überbrückt. Wir hatten ja gerade das Glück, das zu hören, und ich fand es echt unglaublich. Also, Dankeschön. ich finde deine Stimme Dankeschön, sehr schön. Ich danke dir. Wir haben ja gerade über Auftritte und alles Mögliche gesprochen. Kann man euch auch privat einladen? Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, können wir auch das gerne privat mal für euch spielen. Wir sind wohl eine Punkband, eine rockige Band. Wir kommen auch mit Equipment. Das muss man natürlich mit einplanen. Das, was Bubu und ich hier so unplugged spielen, ist auch ein bisschen Spielerei. Das können wir auch machen. Aber ja, wenn ihr da Lust drauf habt, würden wir das auch tun. Und wo kann man euch finden? Wie kann man euch anschreiben? Wir versuchen unsere Instagram-Seite so ein bisschen ins Laufen zu kriegen. Ja. Wir sind da nicht alle ganz versiert. Also wir versuchen unter Corlines bei Instagram, könnt ihr uns vielleicht finden. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Und Toll. habt ihr denn demnächst vielleicht Auftritte, auch wegen der schwierigen Situation jetzt, oder geht das nicht? Doch, wir bewerben uns jetzt gerade aktuell für einen Auftritt bei den Heiligenhafener Hafenfesttagen. Oh, ja. Dort gibt es ja diese Bühne für Rock am Kirchberg. Das ist eine Bühne, die nur genau extra aufgestellt wird für Bands aus der Region. Da bemüht sich ein Team drum mit Sponsoren, dass hier Bands aus der Region gefördert werden und dort auftreten können. Wow. Das finde ich total toll. Ich auch. Wir haben uns dort jetzt mündlich beworben. Und wir wissen aber auch, dass die Situation schwierig ist und viele größere Künstler drängen jetzt auch auf jede Bühne, die sie haben können. Ja. Und das ist auch gut so. Wir hoffen, dass wir damit reinkommen in das Line-Up. Und da drücken wir uns jetzt ganz doll die Daumen. Drückt für uns mal die Für Daumen, euch auch. dass wir vielleicht Barock am Kirchberg in Heiligenhafen, das ist das Wochenende 15. 16. Juli, hoffentlich am Kirchberg auf der Bühne stehen können. Genau, Leute. Wenn ihr noch mehr davon wissen möchtet, dann folgt unbedingt Silvia auf ihrem Instagram-Account, dem Belton-Account. Und sonst könnt ihr auch über mich Kontakt aufnehmen. Genau, ihr könnt auch gerne, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, mit uns Kontakt aufnehmen wollt, über den Kanal von Milusch, gerne euch melden. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören. Super. Kann man eure Musik auch irgendwo runterladen oder gibt es schon eigene CDs? Wir arbeiten da gerade heiß dran. Wir haben gerade im Tonstudio aufgenommen und versuchen gerade eine EP zu erstellen, die wir dann hoffentlich auch mal ein bisschen in Umlauf bringen können. Ja, wir arbeiten gerade daran, ein kleines Album zu erstellen, 3 bis 5 Songs Wow. von unserer Band. Gibt es denn schon ein Enddatum dafür oder? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht, aber wir sind zeitnah an der Sache dran. Die Tracks sind aufgenommen und abgemischt und jetzt sind wir in dem Sinne in der Endphase dazu. Genau, Leute, deshalb müsst ihr der Band folgen unbedingt, um damit mitzukommen. Genau, und zu unterstützen. Wollen wir vielleicht mal das Studio ein bisschen füllen? Oh ja, sehr gerne. So, Leute, das ist
das Studio. Wow. Wie habt ihr diesen Platz gefunden? Ich muss sagen, wir hatten wirklich großes Glück, weil Bobo, unser Schlagzeuger, von der Arbeit hier an diesen Raum rangekommen ist. Wir sind ja hier in einem Kellerraum in der alten Feuerwehr. Und ja, wir haben großes Glück hier auf dem Dorf. Es gibt zwar viel Platz und viele große Räume wie Scheunen oder alte Schuppen oder Garagen, aber du hast ja teures Equipment. Ja. Und das muss trocken stehen, sauber stehen, geschützt stehen Genau. und auch wetterunabhängig stehen. Und wir haben hier Teppichboden und hier ist es auch relativ warm. Und das ist auch wichtig für die Instrumente, dass die uns natürlich nicht kaputt gehen und auch nicht die Elektronik. Genau. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier unten sein können. Und ihr seht, hier ist auch ein bisschen abgedämmt mit so Eierpappen. Genau, habt ihr das selbst gemacht? Nee, das war schon so. Oh, Hier unten war auch noch eine andere Band vorher drin. Aber jede Band versucht natürlich den bestmöglichen Sound hier in diesem kleinen Raum mit 5 Menschen Ja. und dem ganzen Equipment zu erreichen. Und wir dröhnen uns auch manchmal hier ganz schön zu. Das muss ich euch wohl sagen. Also es ist schon auch sehr abenteuerlich, so dicht zusammenzustehen, aber es macht Freude und Spaß. Wow. Wir sind sehr dankbar dafür. Das sind echt große Anlagen. Ja. Nehmt ihr die auch zu Auftritten mit oder habt Ja. ihr da extra nochmal irgendwelche Equipments? Also kleinere Auftritte, die man vielleicht privat macht, da muss man immer alles mitbringen. Das ist dann natürlich auch ein kleiner Aufwand. Und dafür ist das Equipment aber auch geeignet zum Glück. Und dann sind wir natürlich dankbar, und das haben wir nur bei Rock am Kirchberg gehabt, dass alles gestellt wurde und man ist auf die Bühne gegangen und wurde dann, sag ich mal, mit Sound überrascht und eingestellt. Das war eine großartige Erfahrung für uns, dass alles dort vorhanden war. Das ist echt cool. In ihr Monitoring und jeder hat sich gut gehört. Ja. Das sind aber die Ausnahmen für uns als, sag ich mal, Dorfband. Ist aber trotzdem ganz professionell. Ja. Und wem gehört das Schlagzeug? Wem gehört das? Das ist Bubus Schlagzeug, das Schlagzeug von unserem Wow, Schlagzeuger. es glitzert. Ja, das ist richtig schick. Und ja, dann stehen hier noch ein paar Verstärker rum, der Bassverstärker, 2 Gitarrenverstärker und hier, falls wir unplugged spielen, so ein kleiner Verstärker, den man auch mal, sag ich mal, in Privaträume mitnehmen kann zu Hause. Und die Boxen sind auch für Auftritte geeignet, für Gesang. Und hier haben wir eine schöne Oh. Anlage und da läuft alles drüber. Der ganze Sound läuft über diese Anlage und kann dort einzeln eingestellt werden. Und wer bedient die? Das machen die Männer. Ich halte mich da schön raus. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Hier ist zum Beispiel der Hauptschalter für alle Gesangslinien. Das sind die In-Ear-Mikrofone. Hier sind die 3 Gesangsspuren. Und das sind alles die Gitarren und der Bass und die Gitarrenverstärker. Wow. Und ja, und da können wir auch ein bisschen was aufnehmen. Dann positionieren wir uns hier einen Laptop auf diesem Stuhl normalerweise. Und dann nehmen wir auch bei den Proben direkt auf, damit wir praktisch am nächsten Freitag dann auch wieder genau da anknüpfen können. Genau. Also wir nehmen auch ganz viel für uns selber auf, damit wir das einfach im Laufe der Woche nicht vergessen. Spielst du denn auch selbst Instrumente? Ich versuche mich ja immer am Klavier, aber Ja. ich muss wohl sagen, ich glaube, ich bin von Haus aus eher so ein Sänger. Ich muss mich auch, wenn ich singe, sehr bewegen. Da lege ich auch meine Aufregung so ein bisschen rein und ich stelle mich dann auch so ein bisschen dar in meinen Bewegungen. Und wenn ich zum Beispiel am Klavier sitze, ist es für mich eine Herausforderung, dass ich dann etwas starrer bin Ja. und mich dann auf meine Hände konzentrieren muss. Aber ich möchte gerne auch mich mal selbst am Klavier begleiten und dazu singen. Aber wenn man das von klein auf nicht so sehr gemeinsam geübt hat, ist es, glaube ich, schwerer. Dieses 2 Dinge auf einmal ist mir nicht unbedingt gegeben. Also ich bin da sehr am Kämpfen damit. Genau, aber du versuchst es wenigstens und Ich das ist versuch das es. Gute daran. Ich habe dich ja schon des Öfteren singen hören und auch spielen hören und das war sehr gut. Dafür, dass du so ein bisschen später angefangen hast, aber das macht ja nichts. Dankeschön. Ich danke dir. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich coole Musiker um mich herum habe, die mir auch, sag ich mal, den Rückhalt geben, dass ich vorne singen kann. Die mir genau das geben, was ich brauche, damit ich singen kann. Ich mache es auch gerne mit der Band und bin einfach nur der Sänger und Performer in dem Moment. Lässt du dich auch von den Menschen um dich herum inspirieren oder hast du bestimmte Künstler? Sowohl als auch. Man versucht sich von verschiedenen Dingen inspirieren zu lassen. Ich mag zum Beispiel die Sängerin Adele sehr gerne von dem Songwriting her, weil die so ehrlich und schonungslos auch mit ihren Emotionen umgeht und so klar und geradeaus zu sich selbst Ja. ist, über ihre Trennung, über ihre, sag ich mal, Gefühle sich selbst gegenüber. Das finde ich mutig und finde es auch sehr authentisch. Das gefällt mir sehr gut. Dann, sag ich mal, schaue ich in mich hinein, was mich bewegt. Ich habe zum Beispiel einen Songtext verfasst
über diese unglaublich traurige Geschichte von Maddie Ken, die in Portugal aus der Feriensiedlung entführt wurde. Wow. Der Song nennt sich About the Truth, der wird auch auf dem neuen Album drauf sein. Da habe ich noch nicht so öffentlich drüber gesprochen, aber um mit dem Schmerz umzugehen, habe ich es in Worte gefasst und es hat mir in dem Moment für mich selber einfach unglaublich geholfen, etwas darüber zu schreiben. Und ich war dankbar, dass ich das tun konnte. Und wie kommt das mit der Melodie, überhaupt mit der Musik zustande? Wer macht das? Das ist bei uns ganz unterschiedlich. Also manchmal kommt unser Bassist Eike und sagt, ich habe mir zu Hause was ausgedacht, hört mal. Oder wir jammen einfach irgendwie rum, dann ist mal einer auf Toilette, kommt rein und sagt, was ist das denn, spielt nochmal. Ja. Oder, oder wir wandeln dann Altes ab und einer sitzt aus Versehen und jammt ein bisschen und der andere sagt, ja, wiederhol das nochmal. Oder also aus unterschiedlichen Ecken kommt das eigentlich. Das sind auch manchmal Momentaufnahmen, ja, so im Gemeinschaftlichen. Oder während wir das spielen, denken wir dann, oh, das müsste man aber nochmal wiederholen. Ja. Da haben wir uns jetzt alle wohl gefühlt. Wenn es so einen Lauf hat oder sich so verselbstständigt, dann bewegen wir uns da irgendwie rein. Und ich singe immer, bei mir ist das so, wenn die Männer mir dann so was vorspielen oder präsentieren, fangen sie so an zu spielen und dann versuche ich so zu gucken, ich höre in das Lied hinein, was es mir so ein bisschen sagt. Was sagt es mir, wo ich das Wort platzieren kann, dass es ein Gewicht findet in dem Moment. Das ist so, ich versuche das Lied zu verstehen oder diese Melodie, was sie mir geben kann, wo ich dieses bedeutungsschwangere Wort oder den Satz da positionieren kann, dass er vielleicht bei den Menschen dann herüberkommt. Und dann singe ich aber Fantasiequatsch. Ich rede englischen Quatsch. Ich tue nur so, als wenn ich Songtexte mache, damit ich ungefähr weiß, wo ich das nachher hinsetze. Das ist ja aber cool, dass du das im Kopf machst und nicht aufschreiben musst. Ja, genau, aber es ist nachher ganz schwer, dieses sich abzugewöhnen. Also. Ich habe schon Texte, wo ich nachher von der Fantasiesprache teilweise gar nicht mehr runtergekommen bin. Also, aber so gehe ich zum Beispiel manchmal vor. Auch sehr kreativ. Hast du denn auch eine bestimmte Lieblingskünstlerin oder einen Künstler, mit dem du dich auch identifizieren kannst? Da kann ich jetzt leider keinen speziell nennen. Mir gefallen ganz viele verschiedene Stile. Ja. Ich mag ganz viele verschiedene Richtungen, die mich einfach ansprechen. Für mich ist es so, es muss mich so ein bisschen vom Herzen ansprechen. Ich höre sehr auf Texte, ich übersetze Texte auch. Ich bin einer, der Musik hört, indem er sich auch die Message ein bisschen anguckt, die dahinter ist. Viele mögen Musik einfach nur so anhören, die mögen die Texte, also die sind nicht so an den Text interessiert, ich schon. Mich interessiert, was dort mir gesagt wird und wenn mich das dann berührt, kann es egal welche Musikrichtung sein. Sie interessiert mich dann insgesamt. Ich mag auch härtere Sachen gerne hören. Ja, genau. Ich habe gehört, dass es gegen Rockbands sehr viele Vorurteile gibt. Musstet ihr damit schon mal zurechtkommen oder wurdet ihr damit schon mal konfrontiert von irgendjemandem? Nein, das kann ich so nicht sagen, weil wir sind nicht so eine ganz eindeutige Rockband. Dadurch, dass ich auch ein bisschen aus der Popbranche komme, also aus der Popmusik. Und dadurch, dass wir uns insgesamt als Band sehr zusammenmixen aus den Stilen, entsteht sowieso ein Crossover, dass die Leute eher nicht einordnen können. Ja. Es ist eher so, dass so ein bisschen geschmunzelt wird manchmal und die Leute auch ein bisschen überlegen, wo sie uns so ein bisschen hinstecken sollen. Wir haben eher so ein bisschen damit zu kämpfen in dem Sinne, dass man uns nicht recht in ein Genre einordnen kann. Aber das ist halt das, was hier bei Corlines entsteht. Ja. Und das sind wir. Und ich freue mich darüber. Und wir müssen gucken, ob das jemanden anspricht oder nicht. Ja. Das ist nicht mein primäres Ziel, sag ich mal. Und unser primäres Ziel ist, dass wir etwas gemeinsam als Menschen entstehen lassen können. Und wenn es jemanden interessiert, dann bin ich dankbar dafür. Das ist ja aber auch ganz besonders. Man muss ja nicht unbedingt zu einer Genre gehören. Also man kann ja auch eine eigene Genre vielleicht erfinden. Genau, ich sag mal so, wir hoffen das natürlich heimlich, dass das dadurch entsteht. Aber wir wissen es nicht recht. Mal schauen. Wir arbeiten dran. Es gibt ja auch Talentshows und Castingshows. Schon mal überlegt, da mitzumachen und euch zu zeigen? Ich wollte, früher als ich jünger war, ich muss ja nur schon sagen, ich bin ja nur auch schon 43, wollte ich immer zu Deutschland sucht den Superstar. Ja, wieso nicht? Aber ich habe gedacht, wenn du da scheiterst schon vor dem Rekord, das ist auch hart. Also ich bewundere sehr die jungen Leute, die sich da dieser Jury stellen, die ja auch ein knallhartes Urteil fällt. Genau. Am Anfang, sag ich mal, habe ich da gedacht, vielleicht mache ich es aber eigentlich, wenn ich eigentlich in mich hineinhöre, ist es nicht wirklich das, was mich interessiert. Ich will eigentlich Musik machen, um mich selbst auszudrücken. Ja. Und das ist dieses vom Publikum dort, vom Fernsehpublikum, etwas zu performen, ist nicht das, was ich suche.
Ich suche eigentlich die Gemeinschaft und dass etwas in einem Prozess etwas entsteht. Das ist etwas, was mich interessiert. Und daher ist es doch letztendlich nicht dazu gekommen. Du schreibst ja auch deine eigenen Texte. Worauf fokussierst du dich da genau? Auf deine Emotionen oder was dir gerade durch den Kopf geht so? Oder? Ja, man versucht letztendlich immer Emotionen in Bilder zu fassen. Wow, okay. Das ist so, dass man Bilder widerspiegelt. Ich fühle mich so, als wenn die Sonne sich verdunkelt, oder das ist nur jetzt ein ganz plattes Beispiel, aber man versucht beim Songwriting so ein bisschen Bilder entstehen zu lassen, in die so ein bisschen künstlerisch das verpacken. Und es hilft so ein bisschen Tagebuch zu führen oder wenn es einem nicht gut geht, so ein bisschen aufzuschreiben, was einen bewegt hat. Und ich bin zum Beispiel jemand, der in Reimen schreibt. Das ist etwas, was ich favorisiere. Das mochte ich schon früher als Kind auch, weil Reime haben eine Eigendynamik. Sie treiben das voran und bringen etwas Melodisches schon an sich rein. Ja. Und sie schließen das immer ab. Und das finde ich sehr schön. Das mache ich sehr gerne und dadurch findet sich dann fast manchmal auch schon die nächste Zeile. Ja. Ja, und manchmal macht man es auch nur ganz platt, dass man sich den Reim überlegt und dann zimmert man es sich auch zusammen. Dann ist manchmal die erste Strophe sehr emotional und die zweite ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zusammengezimmert. Also es ist nicht dann immer durchgehend großartig, aber es ist dann insgesamt nachher ein Werk, was zusammenpasst. Wow. Das kommt auch so zum Beispiel vor. Hast du denn auch vielleicht Tipps für Leute wie mich in so einem jungen Alter, die vielleicht anfangen wollen mit Songwriting, aber nicht wissen, wovon sie sich inspirieren lassen sollen oder wie sie anfangen sollen überhaupt? Ja, ich würde anfangen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Zum Beispiel an Tagen, wenn man sich nicht gut fühlt und versuchen zu gucken, was ist es, was bewegt mich? Ja, was hat mich bewegt? Das einfach mal aufzuschreiben. Und wer dann gerne auf Englisch schreiben möchte, übersetzt vielleicht mal so ein paar Worte. Ja. Oder wenn man mal auf der Straße etwas hört, dass man das mal aufschreibt und sich dazu etwas überlegt, was dazu passen könnte. Und es gibt natürlich auch, und das ist ganz simpel, es gibt auch Literatur dazu, die man sich mal besorgen kann. Denn auch Songwriting ist ein Handwerk, was man im Prinzip von der Pike auf lernen kann. Und da gibt es auch ganz tolle und wertvolle Tipps, dass man sich zum Beispiel mal Träume aufschreibt. Das ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Sehr emotionale Menschen träumen meistens auch sehr bildhaft und sehr emotional. Und das habe ich schon oft getan, über Träume zu schreiben. Weil die mir im Prinzip schon zu meinen Emotionen die Bilder im Prinzip schon dazu liefern. Das kann ich sehr empfehlen. Oder wenn man ein sehr emotionales Gespräch hatte, dass man das nochmal vielleicht Revue passieren lässt, worum es da gegangen ist. Oder ein Film, was hat mich an einem Film bewegt? Oder was hat mich an einem anderen Lied bewegt? Es kann auch sein, dass man manchmal die Emotion eines anderen Liedes nimmt und es im Grunde weiterschreibt, was man dort aufgefangen hat. Ist mir auch schon so gegangen. Habe ich gehabt bei diesem Lied, was ihr vorhin nachher hört, Life Has Begun. Da habe ich vorher Nirvana Unplugged gehört und bin dadurch inspiriert gewesen. Das ist ja das Idol unserer Jugend, Kurt Cobain, und dieses Songwriting war von ihm inspiriert worden. Das ist echt fantastisch. Life Has Begun, ja. So, zurück zu eurer Band. Habt ihr einen bestimmten Probeablauf oder wie läuft das immer bei euch so? Ja, also bei mir zum Beispiel, bevor ich zur Probe gehe, versuche ich mich immer noch kurz auszuruhen. Ich versuche immer eine halbe Stunde zu ruhen, damit ich nachher auch genug Kraft habe. Denn freitagsabends ist schon die Arbeitswoche gelaufen und man möchte nochmal alles geben. Und dann ist es immer ein Ritual, Sebi und ich, unser Gitarrist, wir holen Bubu zu Hause ab und dann quatschen wir schon im Auto, wie unsere Woche war. Und dann holen wir ein paar Getränke ein. Und dann kommen wir hierher und kommen hier an und dann kommen unsere anderen Bandmitglieder und manchmal kommt auch vorher unser Gitarrist Benny aus Hamburg angefahren und dann sammeln wir ihn auch noch ein und dann quatschen wir hier erstmal eine Runde und hören erstmal, wie es uns ein bisschen geht, wie so die Woche war, denn wir sind ja auch befreundet, wir wollen auch ein bisschen hören, wie es uns gegenseitig geht, was die Woche so gebracht hat und dann spielen wir uns hier so ein bisschen ein. Ich singe dann meistens gar nicht, sondern die Instrumente spielen sich erstmal so ein bisschen ein. Und wir stellen uns erstmal so ein bisschen von der Lautstärke ein. Und Bubu trommelt sich hier so ein bisschen am Schlagzeug warm. Und dann ist es immer ganz schön, dann darf ich immer so ein bisschen bestimmen, welche Lieder wir spielen. Und dann gucken wir immer, dass wir erstmal die Lieder spielen, die wir schon am längsten kennen, damit die uns nicht verloren gehen. Auch die muss man immer wiederholen. Und wir hoffen ja jetzt auch bald auf einen Auftritt und wollen die dann natürlich auch spielen. Also spielen wir erstmal in der ersten halben bis dreiviertel Stunde alle Lieder, von denen wir glauben, dass die schon sitzen. Und dann, das sind immer andere.
Und ich versuche mir dann auch zu merken, welche wir an dem einen Freitag gespielt haben und an dem anderen Freitag spielen wir dann die anderen. Und dann versuchen wir die neuen Lieder zu spielen. Und dann versuchen wir in so einen kreativen Prozess einzusteigen. Und ja, das geht dann immer so bis 9, Viertel nach 9. Und dann kommen wir langsam zum Ende und schnacken nochmal und verlassen dann alle zusammen den Raum. Und wie ist das so? Stehst du und singst du oder ist das immer so ein bisschen anders? Nee, ich bin wirklich jemand, ich muss immer stehen beim Singen. Ja. Sitzen ist für mich ganz schwer, weil ich immer sehr aufgeregt bin. Also ich habe auch so eine hohe Körperanspannung. Und wenn ich aufstehe und mich bewege, geht das dann von selber weg. Ich tanze vielleicht auch ein bisschen dazu. Das mag ich ja auch ganz Das ist gerne. perfekt für Auftritte, ja. Ja, ich sag mal so, ja. Obwohl ich habe mich auch schon zu viel bewegt, haha. Ich habe auch schon sehr viele Fehler gemacht. Ich habe mich auch schon zu viel bewegt und bin dadurch zu müde gewesen und dann war meine Stimme zu schlecht. Also es ist auch alles ein sehr großer Lernprozess mit sich selbst, wie man sich in der Mitte einpendelt. Habe ich auch schon sehr viele Erlebnisse mit mir selbst dazu gehabt. Ja, Möchtest du also ich uns versuche mich locker zu bewegen, Ja. ohne dass ich aus der Puste komme, zum Beispiel. Wow. Kannst du uns das vielleicht mal zeigen, wie das so abläuft? Wie ich mich so ein bisschen bewege. Ja, also. Jetzt lacht. Und- Der Schlagzeuger wäre schön. Also ich habe hier meine In-Ear. Früher habe ich ohne In-Ear-Mikrofone gesungen. Die habe ich in die Ohren. Das sieht immer sehr professionell aus, obwohl wir ja gar nicht professionelle Bands sind. Aber es ist einfach so, wenn hier 5 Instrumente und meine Stimme ist nicht so ganz laut, dann bin ich immer im In-Ear und höre mich selber. Also ich schreie mich hier im Grunde den ganzen Abend selber an. Das ist auch, wenn man dann abends nach Hause kommt, hat man sich selber total angedröhnt, aber es hilft mir einfach unglaublich gut, meine Stimme versuchen ein bisschen auszupendeln. Und dann nehme ich mir hier mein Mikrofon und ich habe tatsächlich, und das ist ein bisschen lustig, ein Mikrofon, was keinen Ausknopf hat. Das ist Schicksal, ich soll niemals aufhören, ich höre auch niemals auf zu singen. Das mit dem Lautsprecher Und verbunden? wir drehen uns hier alle zueinander. Also Bubu sitzt da jetzt schon und da sitzt er auch immer. Hier vorne steht Sebi, hier vorne steht Eike und Benny steht jetzt mittlerweile auch da, ne? Nee, der ist da, aber sein Verstärker. Ach so, sein Verstärker steht da. Benny steht hier zu meiner Linken und ich bin hier so ein bisschen in der Mitte. Ich habe ja nicht viel Raum Ja. und ich bewege mich im Prinzip so ein bisschen, ich stelle ein bisschen dar, ja? Also ich bin hier so ein bisschen auf diesen Stern, orientiere ich mich so ein bisschen vor und zurück. Und wenn wir einen Auftritt haben, wenn wir einen Auftritt haben, fangen wir an, dass wir uns alle voneinander wegdrehen und jeder dreht sich Ja. weg, sodass wir anfangen blind zu spielen. Und dann tue ich schon so, als wenn da das Publikum ist und versuche mir vorzustellen, wie ich das dann performe. Genau. Das ist dann so der letzte Schritt vor Woll- dem Auftritt. Wollen wir uns das vielleicht einmal ansehen? Also erst zueinander und dann dreht sich Benny oder Eike und Sebi in die Ecke, Sebi in die, Bubu bleibt da sitzen, Ja. kann sie nicht wegdrehen. Und ich drehe mich hier hin und tue so und stelle mir das Publikum vor, um mir selber auch die Aufregung so ein bisschen zu nehmen. Und blind den anderen dann zu vertrauen, dass der Sound dann in dem Sinne mir geliefert wird. Cool. Können wir uns einmal etwas anhören? Klar. So Leute, Silvia ist so nett und zeigt uns jetzt einmal so einen Probeablauf. Also, meine lieben Bubu und ich spielen euch jetzt Dorian Gray. Das ist der erste Songtext, den ich je geschrieben habe, muss ich dazu sagen. Daher bedeutet er mir sehr viel. Und Bubu wird eine schöne Melodie zu spielen, die mir auch sehr gut gefällt, für die ich sehr dankbar bin. Da geht es darum, wie ich selber mir eingestehe, dass ich mir die Aufmerksamkeit wünsche für das, was ich sage. Ja. Also und ich habe Dorian Gray als Sinnbild dafür genommen, weil ich ja nicht mehr ganz jung war. Und bei Dorian Gray geht es auch darum, dass man nicht altern will, diese Angst vorm Älterwerden. Wow. Und ich habe festgestellt, oh Gott, ich will das alles noch, aber ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ja. Und da habe ich das als Bild genommen und ich hoffe von Herzen, dass es euch gefällt. Genau, wir hören es uns jetzt an. So, Coraline ist Dorian Gray. Praise only till I go on and on and on.
Dorian Gray. And this is how I made my day. That's why I call myself Dorian Gray. I am some kind of Roman hero who places hat in the fire, who try to burn their own ego. Based on each other, I go on and on and on. Praise on me. This thoughts that I can ride on. This is the stage I rise on. This the road that I will follow. This is the shit I follow. And this is how I made my day. That's why they call me Dorian Gray. And this is how I made my day. That's why I call myself Dorian Gray. No need of perfume. I want to smell myself. No need of films. I want to see inside me. No need of sign. Gonna feel my heart beating. This is my life's melody. Sorry, lost myself in me. And this is how I make my day. That's why they call me Dorian Gray. And this is how I make my day. That's why I call myself Dorian Gray. That's why I call myself Dorian Gray. Wow, das war fantastisch. Das Mit der war Band ist es natürlich eine Wow. absolute Punk-Version. Die ist klingt noch Wow. ganz anders. Aber die ist auch total cool. Ich hoffe, ihr werdet sie mal hören. auf jeden Dorian Fall. Gray, Call Linus. Dankeschön. Wow, ich bin immer noch wow. Hin und weg. Gerade nur zu zweit gesehen leider. Das ist ja eigentlich nicht so, oder? Genau, wir sind ja eine 5-köpfige Band. Wir sind ja eine richtige Rockband und hoffen, dass wir es auch richtig rocken lassen können für euch. Falls ihr Interesse habt und uns mal sehen wollt, Genau. uns mal buchen möchtet vielleicht sogar. Also Call Linus, Rock aus Oldenburg in Holstein. Und Bubu und ich spielen ja auch zusammen ein bisschen Unplugged. Da spielen wir ein paar Unplugged-Stücke von Call Linus und auch ein paar Cover, sag ich mal, aus den 80ern, Top 40 ein bisschen, das, was uns selber gefällt. Und wir haben auch schon mal auf Wunsch Schlager gespielt. Haben wir auch schon gemacht. Sogar Schlager. Ja. Ich freue mich dann sehr auf die CD, die hoffentlich bald rauskommt. Und vergesst nicht, Call Linus zu folgen auf Instagram, Leute. Ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen, Silvia? Ja, ich finde, dass heutzutage die jungen Leute sehr danach streben, sich zu präsentieren, sich zu veröffentlichen. Ja. Und in Bands ist das oft so, das unterschätzen die Leute, dass es auch eine ganz feste Gemeinschaft ist, wo viel zusammenkommt und es auch darum geht, sich gegenseitig wertzuschätzen, sich zu mögen, dass man auch, sag ich mal, befreundet ist, sich gegenseitig trägt als Gemeinschaft und dass man dort gemeinsam in einen Prozess eintritt, der auch Zeit braucht. Und wir haben uns ja auch jetzt erst wieder neu formiert und treten jetzt, sag ich mal, seit 2 Jahren auch wieder in einen neuen Prozess ein, mit neuen Persönlichkeiten, mit neuen, sag ich mal, Wünschen, Zielen. Und es ist ein Prozess und es braucht auch seine Geduld. Genau. Und die muss man auch mit sich selbst haben dabei. Du bist ja die Sängerin aus dieser Band. Ich finde, die Sängerinnen haben meistens den größten Druck auf der Bühne, weil die ja die Stimme kontrollieren müssen und alles Mögliche. Wie gehst du damit um, wenn du nervös bist?
Also ich muss schon sagen, ich möchte, wenn ich Lampenfieber habe, kein Instrument spielen müssen. Weil da muss man sich ja so kontrollieren. Ich kann wenigstens noch rumhampeln und kann durch meine, sag ich mal, körperliche Präsenz eventuell auch stimmliche Mängel wettmachen. Habe ich schon gemacht. Ich habe mich schon mal sehr viel bewegt, als ich nicht so Stimme hatte. Aber ich habe sehr mit Lampenfieber zu kämpfen. Das ist eine große Herausforderung in meinem Leben. Ich habe schon Wochen vorher, kann ich schlecht schlafen. Ich habe Mund trocken. Ich habe Herzrasen und meine Atmung wird auch flacher und ich bin damit auch schon, sag ich mal, habe damit schwierige Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon mal die Stimme komplett weggehabt, habe es mir rausgepresst, habe auch während des Singens Tränen in den Augen gehabt, weil ich selber so schockiert war, wie sehr es mich fertig gemacht hat. Ich bin damit einen langen Weg gegangen und ich habe mich immer wieder der Angst gestellt. Ja. Und auch jetzt, wo es mir damit etwas besser geht, habe ich immer noch auch mit Symptomen zu kämpfen. Aber ich versuche mir immer wieder zu sagen, du machst es für dich selbst. Genau. Es hat mit den anderen Menschen gar nicht so viel zu tun. Es geht darum, bei sich selbst zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht helfen kann, wenn ich das sage. Ja. Versucht nicht zu viel auch außen zu gehen, sondern mehr zu gucken, wofür ihr die Musik macht. Was ist es eigentlich wirklich? Die eigene Motivation, da muss man sich immer wieder zurückrufen und sagen, ich mache das für mich und weil ich etwas Kreatives in meinem Leben erleben will. Und wenn das jemandem gefallen sollte, dann ist es ein Geschenk. Und wenn nicht, ist es auch für mich nicht relevant. Ich hoffe es einfach, aber wichtig ist, dass ich mich ausdrücken kann. Und dabei möchte ich mich einfach versuchen zu entspannen. Ja, ich gehe immer noch einen Weg damit und es fällt mir immer noch nicht so leicht. Ja, du hast es aber sehr schön erklärt und gesagt. Oh, danke, ja. Kannst du uns sonst noch welche Tipps geben gegen Lampenfieber? Ja, ja, erstmal, man muss auch vernünftig essen und trinken vorher. Das ist echt sehr wichtig. Trinken. Wer nicht so essen kann, sich ein bisschen was reinzuzwängen. Und wenn es nur eine Banane ist. Weil wenn man aufgeregt ist, verbraucht man mehr Energie. Ja. Ich möchte jetzt was sagen und die Jugend hält sich jetzt die Ohren zu. Eine Dose Bier. Bier ist tatsächlich etwas, Wow, okay. habe ich auch gelesen, das sich ein bisschen runterbringt. Das ist ja etwas aus der Erde. Ich sag's jetzt mal spirituell. Der Hopfen kommt aus der Erde. Das ist ein bisschen down. Das bringt dich ein bisschen down. Ich merke das auch. Ich möchte es eigentlich nicht, weil ich danach sehr viel Durst kriege, aber manchmal hilft es mir, so ein paar Schlucke zu trinken. Ja. Und dann fange ich ein bisschen auf mich selber zu gucken. Aber es hilft. Ne? Und ich sag mal ganz ehrlich, die Erfahrung macht es auch. Ja. Ich habe schon mit Stimmbandknoten gesungen, ich habe schon erkältet gesungen, ich habe schon heiser gesungen. Wenn du durch dieses alles durchgehst, dann sitzt du da und sagst, was soll mir noch passieren? Ja. Ich kenne jeden Scheiß, sage ich jetzt mal. Ich werde es aus mir rausbringen. Scheiß drauf. Und ich sage mir natürlich immer wieder, die Lieder sind von uns und das ist das Geschenk. Keiner weiß, wie sie richtig sind, Genau, nur wir. genau. Und wenn sie daneben gehen, wusste es ja keiner. Eben. Bei Covern ist das schwieriger und ja, da kann man das nicht so einfach machen. Da muss man mehr drauf achten, Da ja. muss man mehr drauf achten. Aber man kann ja auch so seine eigene Version ein bisschen daraus machen, oder? Das wäre immer das Schönste. Ja. Aber das gelingt mir auch oft nicht so. Ich tendiere eher dazu, das dann so zu spielen wie die Künstler. Ah, ja. Ich habe auch mal überlegt, warum. Man respektiert die in dem Moment auch so stark. Genau. Und das Lied gefällt mir auch oft so, gerade weil es genau so ist. Ja. Deshalb lehne ich das oft so dran. Aber Ziel ist natürlich auch immer eine eigene Fassung davon zu machen. Ja, klar. Machst du Covers auch vielleicht solo oder immer nur mit der Band? Nein, Bubu und ich spielen zusammen auch Cover, die wir sehr, sehr gerne mögen. Also wir spielen natürlich, was wir können. Wir lieben die 80er. Ich bin auch ein Kind der 80er. Meine Brüder sind älter als ich. Ich bin mit den 80ern groß geworden. Ich liebe die Balladen, Spandau Ballet. Wow. Wir lieben Billy Idol. Ich finde ganz viele Sachen toll. Und zum Beispiel Sting spielen wir auch ein Stück. Ganz bunt gemixt. Ich finde es schade, dass die Jugend von heute, also so Leute in meinem Alter, ganz viele nicht mehr kennen Die von wir nicht so damals. kennen, Ja, ne? das ist schade. Ja, das stimmt. Da fehlt dann manchmal die Verbindung. Wer ältere Geschwister hat da mehr emotionale Das kann- Verbindung ja, zu den natürlich, das 80ern kann sein. natürlich. Ne? Ja. Und heute wird auch ein anderer Anspruch an die Musik gestellt, Genau. glaube ich, so ein bisschen. Und wir haben erst jetzt wieder festgestellt, wie großartig die Rockbands so aus den 70er, 80er sind, Ja. die sich nicht hinter dem ganzen Sound und Equipment verstecken konnten, sondern das sind auch wirklich großartige Musiker, die das wirklich so abgeleistet haben. Wir haben heute auch schon sehr viel Equipment. Es kann überall Hall hintergelegt werden, es können Effekte hinterlegt werden. Nicht, dass wir alle nicht gut sind, aber man kann auch viel aus sich rausholen Genau. und ein bisschen Augenzwinkern aus sich rausholen, was vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick jetzt ersichtlich ist. Benutzt man als Rockband, sage ich jetzt mal, überhaupt Autotune? Nein. Nein, ne?
Nein, ich würde das auch nicht machen, Ja. weil ich immer versuche, so echt wie möglich zu sein. Ich versuche auch, wenn im Studio das bei mir nicht so viel Hall hintergelegt wird, denn ich möchte nichts Falsches verkaufen. Ich möchte schon mich genauso verkaufen mit dem, was ich tatsächlich mitbringe. Weil das, was ich tatsächlich sage, ist auch von mir echt. Und dann möchte ich auch möglichst, dass es echt ist mit der Stimme. ja. Aber im Studio wird ein klein bisschen Hall hinter die Stimme gelegt, um es ein bisschen hervorzuheben. Ja. Und dann versuche ich aber auch immer, oder wir sagen auch immer, nicht zu viel, damit wir das auch live genauso abliefern können und man dann nicht in enttäuschte Gesichter guckt, ja, was machen die denn? Die kenne ich ja ganz anders. Das möchte man auch nicht. Das ist nicht schön, finde ich. Ja, dass man die Emotionen dann auch so richtig fühlt. Ja, genau. Das ist cool. Danke, dass wir bei euch sein durften und dass ihr uns alles Mögliche gezeigt habt. Ich persönlich habe nichts mehr zu sagen. Und wenn Silvia uns nichts mehr zu sagen hat, dann nähern wir uns schon dem Ende. Genau, und ich will nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen. Ah, Ihr genau. könnt ein schönes Das coole T-Shirt T-Shirt. mit unserem Logo Call Linus hier gewinnen. Die Bedingung ist, habe ich mir überlegt, da ich ja ein sehr emotionaler Mensch bin, würde ich gerne, wenn ihr das T-Shirt haben wollt, schreibt in die Kommentare etwas Emotionales über euch selbst. Was macht euch aus? Welche Gefühle habt ihr, wenn ihr Musik hört? Wenn ihr an Texte denkt, wenn ihr tanzt, schreibt etwas Emotionales über euch und dann würden wir dieses T-Shirt verlosen Genau. von Call Linus. Schreibt uns, welche Größe ihr habt, lasst einen Daumen hoch da und noch besser, abonniert den Kanal von Milusch und da werdet ihr sehr interessante Neuigkeiten über Künstler aus der Region erfahren. Genau. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Super. Vielen Dank, dass wir nochmal hier sein durften. Dankeschön. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ihr hört jetzt Hiding. Das ist von Bubu und mir gemeinsam. Die Melodie ist von Bubu und der Text ist von mir. Wir hoffen, es gefällt euch. Der Text ist auch, sag ich mal, sehr emotional. Das ist an einem Tag entstanden, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist. Und mir war danach am Hiding, ich will mich verstecken. Man hat es wirklich ich suche gefühlt, den Ausweg, ja. Ich gehe lieber den Seitenweg. Dann bin ich lieber den Seitenweg gegangen. Und den Tag bin ich auch wirklich den Seitenweg gegangen. Schön ist zu singen, dann ist man sich selber nah in dem Moment. Genau. Das ist ein schönes Geschenk für mich. Und die Melodie war gleich wie gemacht dafür. Das ist schön. Wow. That's how it feels to be sold, to be shown like a snake willing to shed and cannot. That's how it feels to be saved, to be saved, willing to rise but unwise. And now I'm hiding, blurring in my trace, without providing. I take deciding. That's how it feels to be saved, to be saved, willing to try, or let go. That's how it feels to be saved, to be saved, like a snake willing to shed and cannot. And now I'm hiding, burying my trace, without providing. I take deciding. Wow. I'm not born like you, I'm not your flesh or blood. I'm not letting pieces smell nothing, that's why I hide my face in the mud.
absolut fantastisch. Wow.